Du hast dir ein modernes E-Bike mit einer SR Santur Federgabel gekauft und fragst dich gerade, wie du eigentlich das Vorderrad aus deiner Federgabel ausbaust. Bei fast allen SR Santur Gabeln kommen sogenannte Steckachsen zum Einsatz. Wie du die Steckachse ein- und ausbaust, das zeige ich dir in diesem Video. Servus lieber Rebike-Kunde, ich stehe hier bei Rebike im Refurbishment Center in Kempten in unserer Werkstatt und ich habe dich heute mit hier in die Werkstatt genommen, um mit dir in diesem Video zu besprechen, wie du an deinem neuen E-Bike mit SR Santur Federgabel die Steckachse richtig einbaust. Ganz ehrlich, das ist kinderleicht und es gibt nur ein paar wenige Schritte, die es dabei zu beachten gibt. Also keine Sorge, das ist im Handumdrehen gelernt. Und was wir zu beachten haben, das gehen wir jetzt gemeinsam hier in diesem Video durch. Ich habe schon mal eine Steckachse vorbereitet. Das ist jetzt die klassische SR Santur Q-Lock Steckachse, also eine Steckachse mit Schnellspannhebel. Der Vorteil, ich brauche hier kein Werkzeug, sondern kann dank des Hebels die Klemmkraft der Achse einstellen und dann die Achse eben auch beim Einbauen des Vorderrades klemmen und das reicht schon aus. Das Rad neben mir, in dem Fall ein Merida, hat eben genau so eine SR Santur Federgabel und genau auch so eine Q-Lock-Achse. Bauen wir also mal das Vorderrad an dem Rad hier aus. Als erstes löse ich den Schnellspannhebel, indem ich ihn aufklappe, sodass er nach unten zeigt. Und jetzt muss ich, um die Achse entnehmen zu können, auf der gegenüberliegenden Seite diesen Ring nach innen drücken und um 30 Grad drehen. Warum? SR Santur hat eine Spezialität bei ihren Achsen. Die Achsen sind nämlich gesichert. Das heißt, selbst wenn die Achse mal lose wäre, sie könnte nicht aus der Gabel herausfallen. Das ist eine wirklich gute und sichere Sache. Aber um diese Sicherung zu lösen, ich zeige das mal in die Kamera, muss ich eben diesen außenliegenden Ring nach innen drücken. Dadurch schließt sich die Sicherung. Dann arretiere ich den Ring, dass die Sicherung auch geschlossen bleibt. Und erst jetzt kann ich die Achse aus der Gabel herausziehen. Wenn ich das Laufrad in die Gabel wieder einbauen möchte, dann mache ich dasselbe in die andere Richtung. Ich setze das Laufrad in die Gabel ein. Bisschen Obacht geben beim Einsetzen, dass die Bremsscheibe geschmeidig in den Bremssattel hineingleitet. Und jetzt ganz wichtig, ich kann bei SR Santur Gabeln die Achse von beiden Seiten in die Gabel reinstecken. Also ich kann sowohl von der rechten Seite wie auch von der linken Seite einschieben. Ich empfehle immer die linke Seite zu nehmen, also die Seite, auf der die Bremse setzt. Warum? Ganz einfach, weil auch eure Hinterachse bei einem E-Bike immer von der linken, also von der Bremsseite eingesetzt wird. Damit sind dann beide Achsen von derselben Seite eingeschoben. So, jetzt schiebe ich die Achse also durch die Gabel, durch die Narbe, bis sie sitzt. Dann löse ich den Arretierring wieder, die Sicherung spreizt sich jetzt auf und jetzt drehe ich die Steckachse so, dass der Spannhebel beim Schließen nach oben zeigt. Ganz einfach deshalb, das sieht gut aus, das ist eine aufgeräumte Optik und ich habe den großen Vorteil, wenn der Spannhebel nach oben zeigt, also parallel zum Gabelrohr, dann kann ich ihn auch nicht versehentlich öffnen, indem ich an dem Hebel hängen bleibe oder so. So ist das einfach eine schöne, aufgeräumte und vor allem eine sichere Sache. Das heißt, ich schließe den Hebel jetzt, indem ich ihn zudrücke, fertig und schon ist das Vorderrad und die Steckachse an der Santur Gabel eingebaut. Ja, so einfach ist das Ganze. Ich hoffe, du hast jetzt Spaß beim selber machen und noch viel mehr Spaß beim selber Radeln. In diesem Sinne, ride on, dein Maxi von Rebike. Wenn E-Bike, dann Rebike.